Willkommen bei Daniel Calisthenics und willkommen zu diesem neuen Tutorial. Heute geht es um den Handstand Push-Up. Alles darüber, wie jetzt mal die richtige Ausführung für den Handstand Push-Up eigentlich mal aussehen sollte und was die wichtigsten Punkte sind. Und dann werden wir uns natürlich auch wie immer wieder die wichtigsten Vorübungen dafür anschauen und uns anschauen, wie man darauf dann gezielt hintrainieren kann. Was solltet ihr jetzt schon können, um einen Handstand Push-Up zu lernen, beziehungsweise um anzufangen für den Handstand Push-Up zu trainieren? Natürlich solltet ihr zuerst einen stabilen und soliden Handstand drauf haben. Falls das noch nicht der Fall ist, würde ich euch empfehlen, zuerst mal das Video zum Handstand anzuschauen. Das habe ich hier in der Videobeschreibung oder in der Infobox verlinkt. Also schaut euch das mal zuerst an und arbeitet zuerst mal an eurem Handstand, falls ihr noch keinen könnt. Und was natürlich auch nicht schlecht wäre, ist, wenn ihr Vorerfahrung mit ganz normalen Druckübungen wie Liegestütz und so weiter, Dips und so weiter und so fort habt, wenn ihr da einfach schon eine gewisse Grundkraft habt. Genau. Wir werden uns jetzt eben zuerst die richtige Ausführung anschauen und dann werden wir uns die effizientesten Vorübungen dafür ansehen, wie man dafür trainieren kann. Falls ihr der Meinung seid, dass ihr schon wisst, wie die richtige Ausführung aussehen sollte, dann könnt ihr jetzt auf die Zeit, die hier eingeblendet ist, vorspulen, um direkt zu den Vorübungen zu kommen. Bis gleich. Wir werden uns jetzt einmal ansehen, wie ein perfekter Handstand-Push-Up denn überhaupt aussehen sollte. Merkt euch die Punkte, die ich jetzt erklären werde. Sie werden nämlich nachher auch für alle anderen Vorübungen genauso gültig sein und ich werde sie dann nicht alle nochmal doppelt sagen, einfach weil das Video sonst zu lang werden würde. Beim Handstand-Push-Up ist die Ausgangsposition natürlich zuerst einmal ein perfekter und ein gerader Handstand. Dabei sollten eure Zehen gestreckt sein, eure Beine und der Po angespannt sein, die Arme und die Schultern durchgestreckt sind. Und auch in der Körpermitte solltet ihr Spannung aufbauen. Ihr wisst, gleicht man die Balance beim Handstand dadurch aus, dass man mit den Fingern in den Boden drückt und mit Fingern und Handfläche den Schwerpunkt sozusagen hin und her bewegt und justiert, um einfach ruhig stehen zu können. Der Körper selbst sollte eigentlich möglichst starr und unbewegt bleiben. Das gleiche ist dann auch beim Handstand Push-Up der Fall. Beim Heruntergehen solltet ihr jetzt darauf achten, dass die Spannung im Körper nicht verloren geht und dass er mit der Nasenspitze bis zum Boden kommt, um das volle Bewegungsausmaß auszunutzen. Dabei sollte ich die Schulter durchgehend nach vorne und nach oben, also vom Körper wegdrücken und versuchen, mit den Ellbogen stabil zu bleiben und nach oben zu drücken. Man könnte es auch so beschreiben, ihr versucht die Ellbogen während der gesamten Bewegung auf einer möglichst hohen Distanz zur Schulter zu behalten. Fallt mit den Schultern und den Ellbogen nicht ein, sonst werdet ihr nicht stabil drücken können. Die ideale Griffbreite für den Handstand Push-Up ist normalerweise ein kleines bisschen breiter als die ideale Griffbreite für einen geraden Handstand, weil ihr so besser die entsprechenden Muskeln verwenden könnt. Beim Handstand Push-Up wird vor allem die vordere Schulter und auch der Trizeps beansprucht. In der untersten Position vom Push-Up ist der Körper dann nicht mehr gerade, sondern leicht schräg. Allerdings sollten trotzdem alle Körperteile nach wie vor in einer Linie bleiben. Ein Fehler, der oft gemacht wird, ist es ins Hohlkreuz zu fallen und so nicht mehr in einer schönen Form nach oben zu drücken. Das ist zwar eigentlich nicht so schlimm, allerdings trainiert ihr so eure Muskulatur nicht ganz so effizient und außerdem sieht die Ausführung so natürlich auch nicht so sauber aus. Aus diesen Gründen würde ich es euch raten, auch auf einen perfekten Handstand-Push-Up ohne Hohlkreuz hinzutrainieren. Handstand-Push-Ups mit Hohlkreuz sind ein wenig leichter und wenn es euch passiert, dass ihr ins Hohlkreuz fällt, liegt das meistens an einer mangelnden Spannung im Bauch. Deshalb solltet ihr besonders darauf achten, dass ihr während des Handstand-Push-Ups in der Hüfte und in der Körpermitte stabil bleibt und eben wie vorhin schon erwähnt, den ganzen Körper anspannt. Während der Bewegung findet natürlich eine leichte Gewichtsverlagerung statt, weil er mit der Nase nicht zwischen eure Hände, sondern ein wenig vor eure Hände kommt. Deshalb müsst ihr auch dabei wieder zusätzlich mit euren Händen das Gleichgewicht ausgleichen. Das kann man beim Handstand-Push-Up am besten dadurch, dass man sich darauf konzentriert, durchgehend den Großteil des Gewichts auf den Fingerspitzen zu haben. Wenn ihr nämlich zu sehr mit den Handballen drückt, dann werdet ihr nach hinten umkippen und euch zwar vielleicht nach oben drücken können, allerdings werdet ihr dann nicht wieder in die Ausgangsposition des normalen stabilen Handstands zurückkommen, sondern umfallen. Ihr solltet also beim Handstand-Push-Up wirklich darauf achten, dass ihr durchgehend Spannung auf euren Fingerspitzen habt und durchgehend mit euren Fingerspitzen in den Boden drückt, dann werdet ihr möglichst stabil sein können. Was außerdem auch hilfreich sein kann, um eine gute Stabilität zu haben, ist es sich beim Hochdrücken auf den Weg der Zehenspitzen zu konzentrieren. Die sind nämlich natürlich in der unteren Position ein bisschen hinter der Grifffläche am Boden und kommen danach aber wieder natürlich näher und nach oben, also direkt über eure Hände. Wenn die Bewegungsbahn eurer Zehenspitzen stabil ist, dann ist automatisch auch der restliche Körper in einer stabilen Position, weil sie eben der höchste Punkt sind. Achtet deshalb eben auf die Spannung in den Zehen und im restlichen Körper und versucht wirklich beim Hochpushen mit euren Zehen nach oben zu drücken.
Dann wird der ganze restliche Körper auch richtig folgen, wenn er ihn unter Spannung behält. Handstand-Push-Ups kann man natürlich auch auf Parallettes machen, um so entweder besser ausgleichen zu können, falls euch einer dieser Griffe lieber ist, oder eben um noch tiefer gehen zu können. Für die Ausführung gilt dabei genau das gleiche wie beim normalen Handstand-Push-Up und auch für alle anderen Vorübungen, die ich nachher noch vorzeigen werde, würde genau das gleiche gelten, falls ihr sie auf Parallettes machen wollen würdet. Falls es euer Ziel ist, einen tiefen Handstand-Push-Up zu schaffen, könnt ihr das alles also natürlich auch auf Parallettes machen. Damit das Video aber nicht so lang wird, werde ich jetzt natürlich nicht alles doppelt vorzeigen. Wie gesagt, die Ausführung und die Regeln sind genau die gleichen. Das einzige, was bei den Parallettes vielleicht doch anders wäre, ist, dass man nicht durch das durchgehende Drücken mit den Fingerspitzen ausgleicht, sondern dass man mit den Händen den Griff nach vorne bzw. nach hinten zieht. Auch dabei solltet ihr darauf achten, mit dem Schwerpunkt nicht zu weit nach hinten zu kommen, weil es sonst schwer wird, wieder in den Handstand als Ausgangsposition zurückzukommen. Was es deutlich leichter macht, ist es zu versuchen, den Handstand-Push-Up allgemein möglichst schnell zu drücken, also nicht in der untersten Position stehen zu bleiben. Wenn ihr nämlich einmal die Spannung am untersten Punkt verloren habt, ist es dann deutlich schwerer, noch einmal nach oben zu kommen. Natürlich könnt ihr, wenn ihr wollt, auch langsame Handstand-Push-Ups trainieren, aber am Anfang wird das vielleicht noch nicht so viel Sinn für euch machen, weil es einfach ein deutliches Stück schwerer ist, und außerdem kann es euch so viel leichter passieren, dass ihr mit den Beinen zusammenklappt, und das kostet euch dann nochmal zusätzlich Kraft und Kontrolle. Was außerdem für viele ein nützlicher Tipp sein könnte, ist es, dass man, bevor man versucht, beim Handstand-Push-Up hinunterzugehen, einfach mal stabil im Handstand ruhig stehen bleibt und nicht sofort darauf bedacht ist, voll nach unten zu kommen, einfach weil man so eine viel stabilere und ruhigere Ausgangsposition hat und dann meistens auch den Handstand-Push-Up schöner drücken kann. So, jetzt wissen wir mal, wie die richtige Ausführung ausschauen sollte, aber jetzt müssen wir uns natürlich auch noch anschauen, wie man da überhaupt hinkommen kann. Theoretisch kann es sein, dass eine einzige Vorübung in verschiedenen Abwandlungen komplett ausreichend ist, um einen Handstand-Push-Up zu lernen. Die Übung werden wir uns jetzt auch gleich anschauen, und natürlich gibt es aber auch noch weitere Übungen, die euch helfen können, eure Kraft und auch eure Kontrolle für den Handstand-Push-Up zu verbessern. Die werden wir uns jetzt dann danach anschauen. Die wichtigste Vorübung für den Handstand-Push-Up, die ich gerade vorher eben schon erwähnt habe, ist es einfach, Versuche zu machen. Dabei gilt, wie vorhin schon erwähnt, für die Ausführung genau das gleiche für den normalen, fertigen Handstand-Push-Up. Erinnert euch also an die wichtigen Punkte, die ich gerade erwähnt habe. Je nachdem, wie stark man schon ist, kann man versuchen, aus der normalen Ausgangsposition, also dem normalen Handstand, einfach einmal so langsam wie möglich nach unten mit der Nasenspitze in Richtung Boden zu kommen. Das wäre jetzt also einfach ein negativer Handstand-Push-Up. Falls ihr jetzt schon ein Stück stärker seid und das Ganze vielleicht auch schon ein wenig kontrollierter ausführen könnt ihr versuchen, nachdem ihr nach unten gekommen seid, wieder nach oben zu drücken. Dabei solltet ihr auch schon beim Runtergehen natürlich anders, als wenn ihr nur einen negativen machen wollt, vielleicht ein bisschen schneller sein, weil ihr sonst schon die Kraft am Weg nach unten verlieren könntet. Wenn ihr eben kontrolliert dabei bleiben könnt, wäre es gut, wirklich zu versuchen, so schnell wie möglich zu pushen. Achtet aber eben darauf, dass ihr mit euren Zehen nicht nach hinten fällt, so dass ihr mit den Beinen am Boden landet, sondern dass ihr auch wirklich in die Grundposition des normalen Handstands zurückkommt. Dabei kann es jetzt sein, dass ihr einfach nur in der untersten Position stehen bleibt und so gut wie es geht dagegen haltet. Das wäre ein Hold. Oder euch eben vielleicht schon ein wenig in Richtung aufwärts bewegen könnt, je nachdem wie stark ihr jetzt eben seid. Also sozusagen einfach ein Handstand-Push-Up-Versuch. Dass man bei dem Ganzen anfangs meistens scheitert, ist ganz normal und auch wichtig für den Lernprozess. Zusatz zwischen einem negativen, einem Hold und einem Versuch würde ich jetzt nicht unterscheiden, weil es ja eigentlich immer das Ziel sein sollte, wieder nach oben zu kommen. Je nachdem wie stark ihr seid, werdet ihr eine der drei Variationen hinbekommen, versucht aber grundsätzlich im Hinterkopf zu behalten, dass ihr ja eigentlich immer wieder nach oben kommen wollt. Achtet wie gesagt bei diesen Varianten vor allem darauf, dass ihr versucht immer mit den Fingerspitzen in den Boden zu drücken, um euch somit nach oben zu pushen, damit ihr nicht nach hinten rausdrückt und somit dann auch nicht mehr zurück in den Handstand kommen könnt. Der Grund dafür, dass das die wichtigste Vorübung für den Handstand-Push-Up ist es, weil er hier einfach schon die Bewegung haargenau nachahmt und weil er auch schon mit dem originalen Gewicht, eurem Körpergewicht arbeitet, und deshalb wird sich euer Körper so bestmöglich anpassen können. Wenn ihr also schon stark genug seid, einen negativen, einen Hold oder einen Versuch hinzubekommen, kann es sein, dass es vollkommen ausreichend ist, das immer wieder zu wiederholen, um sich zu steigern und dann letztendlich einen Handstand-Push-Up zu lernen. Wenn ihr also merkt, dass ihr das schon annähernd hinbekommt, beziehungsweise bei diesen Übungen schon ein wenig Kontrolle habt, dann würde ich euch raten, euch hauptsächlich darauf zu konzentrieren und das immer wieder zu wiederholen. Das kann echt hart sein und deswegen ist es wichtig, dass ihr dabei einfach kämpft und so lange wie es nur geht, dagegen drückt. Vielleicht schafft es manchmal nach oben, ein paar gescheiterte Versuche wird es aber natürlich auch geben, das ist ja eben auch wichtig für den Lernprozess. Dadurch werden sich dann natürlich erstens mal eure Strukturen, also den Muskeln, Sehnen, Bänder und so weiter einfach anpassen und stärker werden
Und außerdem wird auch die Koordination und die Balance durch die vielen Versuche besser werden und die Kombination aus den beiden wird euch dann dazu verhelfen, dass ihr letztendlich einen Handstand-Push-Up schaffen könnt. Natürlich gibt es aber trotzdem auch noch weitere Übungen, die euch dabei helfen können, eure Kraft und die Kontrolle für den Handstand-Push-Up zu verbessern und die werden wir uns jetzt einmal ansehen. Eine sehr naheliegende Übung ist es natürlich, Handstand-Push-Ups gegen eine Wand zu machen, weil dabei die Balance nicht der limitierende Faktor ist, weil die Beine eben an der Wand sind. Ihr dürft euch aber dabei jetzt nicht vom Schein trügen lassen. Es ist nämlich nicht nur wegen der Balance viel leichter, einen Handstand-Push-Up gegen die Wand zu machen, als einen freistehenden zu machen. Was diese Übung nämlich zusätzlich nochmal erleichtert, ist es, dass ihr mit eurem Körper nicht nach vorne gehen müsst, um die Balance halten zu können und dadurch müsst ihr euch nicht in eine Position begeben, in der es für die Muskeln schwerer ist, dagegen zu halten. Mit der Nasenspitze einfach zwischen die Hände zu kommen, ist nämlich viel leichter, als tatsächlich vor die Hände zu kommen. Ein Handstand-Push-Up gegen die Wand hat also tatsächlich nur begrenzten Nutzen, weil er diesen unteren Bereich der Bewegung, den er beim freien Handstand-Push-Up in Schräglage macht, dabei nicht exakt trainiert. Natürlich schaden sie aber trotzdem nicht, wenn ihr sie macht, solltet ihr aber einige Punkte beachten. Wenn ihr sie mit dem Rücken zur Wand machen wollt, würde ich es euch raten, mit euren Händen möglichst nah bei der Wand anzusetzen, so dass ihr nicht unnötig weit ins Hohlkreuz fallen müsst, um die Wand zu berühren. Fast noch besser wäre es allerdings, sie mit dem Bauch gegen die Wand zu machen, weil ihr da in der unteren Position der Bewegung sehr ähnlich seid wie auch beim freistehenden Handstand-Push-Up und weil ihr somit dann auch euren Muskeln einen realistischeren Reiz bieten könnt. Wie gesagt, es ist ähnlich, aber nicht haargenau gleich, weil ein bisschen ein Gewicht und auch ein bisschen eine Spannung ist natürlich trotzdem an den Zehenspitzen bzw. halt an der Wand. Wenn ihr keine glatte Wand habt, wählt ihr am besten eine Tür, so dass ihr mit euren Füßen dann entlang rutschen könnt. Auch beim Handstand-Push-Up an der Wand solltet ihr euch natürlich auf die entsprechenden Punkte wie die Spannung im Körper und vor allem eben auch das Drücken mit den Händen und vor allem mit den Fingerspitzen konzentrieren. Diese Übung könnt ihr jetzt also machen, um eure Muskulatur entsprechend für den Handstand-Push-Up zu kräftigen. Einen großen Nutzen für die Balance wird sie aber eben keinen haben. Außerdem heißt es noch lange nicht, dass ihr Kraft für einen freistehenden Handstand-Push-Up hättet, nur weil ihr einen Handstand-Push-Up gegen die Wand schafft. Egal, ob ihr das jetzt mit dem Bauch oder mit dem Rücken zur Wand macht. Das liegt daran, dass beim freistehenden Handstand-Push-Up einfach nochmal Kraft für das Ausgleichen, für das Balancieren und auch für das Anspannen aller Körperteile drauf geht. Die nächste hilfreiche Übung, die euch dabei helfen kann, eure Muskulatur für den Handstand-Push-Up zu kräftigen, sind Peak-Push-Ups in verschiedenen Variationen. Die erste Variante ist der klassische Peak-Push-Up, bei dem ihr im Prinzip Liegestütz mit einer erhöhten Hüfte macht. Dabei verlagert ihr mehr Gewicht auf die Arme und durch die erhöhte Position der Hüfte kommt die Bewegung auch dem Handstand-Push-Up näher. Ihr könnt die Beine auch theoretisch auf eine Erhöhung geben, um noch mehr Gewicht auf die Arme zu verlagern. Bei der Ausführung gilt wieder genau das gleiche wie beim Handstand-Push-Up und ihr solltet auf einen stabilen Bewegungsweg achten und die Schultern nach vorne und oben rausdrücken. Eine Stufe schwerer könnt ihr euch das Ganze dann machen, indem ihr versucht, jeweils in der untersten Position kurz mit den Beinen abzuheben und somit ein wenig den unteren Teil der Bewegung beim Handstand-Push-Up zu simulieren. Nochmal eine Stufe schwerer ist es dann zu versuchen, so nach oben rauszudrücken und dann wieder mit den Füßen am Boden angekommen das Ganze zu wiederholen. Dabei könnt ihr ein klein wenig das Momentum der Beine, die nach oben kommen, ausnutzen. Je nachdem wie stark ihr schon seid und wie viel Kontrolle ihr schon habt, könnt ihr also eine dieser Variationen der Peak Push-Ups machen. Die letzte Übung, die euch natürlich auch dabei helfen kann, besser beim Handstand Push-Up zu werden, ist es einfach, normale Handstand Holds zu machen. Wenn ihr dabei besser werdet, werdet ihr auch automatisch eine bessere Kontrolle beim Handstand Push-Up haben können. Er ist ja nämlich eine Übung, die nicht nur auf Kraft, sondern auch auf Balance beruht. Bei den Holds könnt ihr versuchen, einfach möglichst lange im Handstand stehen zu bleiben. So, jetzt habt ihr also mal alle möglichen Übungen gesehen, die euch dabei helfen können, beim Handstand-Push-Up besser zu werden. Natürlich gibt es auch noch viele andere Übungen für die entsprechende Muskulatur, aber ich glaube, das hier waren mehr oder weniger die wichtigsten. Wenn ihr schon stark genug dazu seid, solltet ihr im Training vor allem Versuche oder falls das auch nicht geht, Holds oder Negative machen, bei denen ihr einfach wirklich versucht, den Handstand-Push-Up hinzubekommen bzw. euch darauf hinzuarbeiten, einfach weil das wie gesagt die wichtigste und auch die realistischste Vorübung ist. Wenn ihr also noch Kraft für Versuche habt, solltet ihr auch immer Versuche machen und sie nicht durch eine andere Übung ersetzen. Alle anderen Übungen würde ich im Training dann eher danach machen, wenn ihr keine frische Kraft mehr habt und die Versuche solltet ihr einfach wirklich so lange machen, wie ihr sie mit hoher Qualität ausführen könnt. Um den Handstand-Push-Up zu lernen, ist es einfach nur wichtig, das so oft wie möglich zu wiederholen. So oft wie möglich heißt natürlich wie immer so oft, wie es eure Regeneration, also euer Körper und eure Kraft zulassen und auch so oft, wie es halt eure Zeit und euer Zeitinvestment zulässt. Wenn ihr noch nicht so weit seid, dass ihr zumindest mal Negative mit schöner Ausführung hinbekommt, dann würde ich es euch raten, eben zuerst noch an den anderen Übungen, die ich euch vorher gezeigt habe, zu arbeiten. Ansonsten könnt ihr all diese Übungen eben nach euren Versuchen in euer Training einbauen. Falls ihr jetzt wissen wollt, wie ein Training für einen Handstand-Push-Up so aussehen könnte, habe ich euch hier einen beispielhaften Trainingsplan dazu zusammengestellt. Zuerst macht ihr 6 Versuche
oder falls ihr das eben nicht könnt, Negative oder Holds, bei denen ihr wirklich so gut wie möglich versucht, einen Handstand-Push-Up hinzubekommen und bei denen ihr wirklich dagegen kämpft. Und wenn ihr keine 6 Stück mit hoher Qualität hinbekommt, könnt ihr auch weniger machen und wenn nicht, könnt ihr aber natürlich auch mehr machen. Falls ihr eben noch nicht mal so weit seid, negative Handstand-Push-Ups hinzubekommen, dann könnt ihr diesen Part weglassen und dafür bei den Übungen, die ich euch jetzt gleich zeige, jeweils 1 bis 2 Sätze mehr machen. Dann macht ihr 3-mal so viele Handstand-Push-Ups an der Wand wie nur möglich. Das Ganze am besten mit dem Bauch zur Wand zeigend. Dann kommen noch 3 Sätze Peak Push-Ups, bei denen ihr so viele Wiederholungen wie für euch geht macht. Ihr wählt dabei am besten die für euch schwierigstmögliche Variante der vorher gezeigten. Nachdem ihr das Ganze gemacht habt, könnt ihr im Training danach noch 5-mal einfach maximale Holds im normalen Handstand machen. Zwischen den Sätzen und Übungen macht ihr dabei jeweils ca. 2 bis 3 Minuten Pause oder ihr könnt auch etwas anderes, bei dem eine andere Muskelgruppe gefragt ist, machen. Das Ganze könnt ihr dann 3 bis 4 Mal die Woche in euer Training einbauen, wenn ihr wollt. Solltet ihr die Handstand-Push-Ups an der Wand auch nicht hinbekommen, könnt ihr entweder negative oder Holds an der Wand machen oder sonst einfach nur mit den Peak-Push-Ups arbeiten. Falls ihr auch keine Peak-Push-Ups hinbekommt, solltet ihr vermutlich zuerst mal an den Basics und mehr an eurer Grundkraft arbeiten, bevor ihr mal gezielt an den Handstand-Push-Up denkt. Das ist eben ein Beispiel und eine von nahezu unendlich vielen guten Möglichkeiten, wie man auf den Handstand-Push-Up hintrainieren könnte. Wenn ihr also wollt, könnt ihr das ausprobieren, wenn aber nicht, ist es auch in Ordnung, wenn ihr etwas komplett anderes macht, was einfach für euch gut funktioniert. Am besten probiert ihr da einfach herum. Wichtig ist es wie gesagt einfach nur, dass ihr die für euch möglichst schwierigen Vorübungen so oft wie möglich macht und weil die Balance eben auch eine wichtige Rolle beim Handstand-Push-Up macht, ist es auch wirklich wichtig, dass ihr beim Training dafür immer eher frische Kraft habt und dass ihr vor allem auch immer wirklich konzentriert auf die Bewegung und auf das Pushen und auf die Balance seid. Außerdem solltet ihr natürlich eine Portion Geduld haben. Es kann natürlich schon auch sein, dass es eine Zeit lang braucht, bis ihr mal euren ersten Handstand-Push-Up hinbekommt. Um zum Schluss vielleicht noch ganz kurz von mir zu berichten, wie habe ich meine ersten Handstand-Push-Ups hinbekommen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, Handstand-Push-Ups regelmäßig zu trainieren oder gezielt jetzt auf Handstand-Push-Ups hinzutrainieren, schon eine relativ gute Grundkraft, einfach weil ich immer wieder Handstand-Push-Ups gegen die Wand einfach als Schulterübung gemacht habe und weil ich auch viel Liegestütz und Dips trainiert habe. Und ich habe dann im Prinzip einfach ca. 4-mal die Woche so viele Versuche, wie es mir mit hoher Qualität möglich war, in mein Training eingebaut, um dann einfach das immer wieder zu wiederholen. Ich habe dann ca. 2 bis 3 Monate schon gebraucht, bis ich mal stabil 1, 2, 3 Wiederholungen freistehend hinbekommen habe. Am Anfang waren die auch noch mit relativ hässlicher Form. Ich habe damals mich auch einfach nicht wirklich gut ausgekannt. Ich hatte damals immer ein Hohlkreuz drinnen, ein relativ starkes, und habe dann erst im Nachhinein daran gearbeitet, das dann auch noch wegzubekommen. Also ich habe ungefähr mit gezieltem Training und aber auch schon einer guten Grundkraft ca. 2 bis 3 Monate gebraucht, um dann den ersten Handstand-Push-Up hinzubekommen. Bleibt also geduldig und konstant am Training dran und seid vor allem auch immer wirklich konzentriert auf die richtige Ausführung und auch auf die Balance. Wenn ihr mit eurem Kopf ganz woanders seid, wird es wirklich schwer, die Vorübungen und vor allem die Versuche mit hoher Qualität hinzubekommen, einfach weil die Balance schon eine wichtige Rolle spielt. Deshalb schaut, dass ihr auch einfach den richtigen Fokus beim Training habt und dann wird es auf lange Zeit hinweg auch ein realistisches Ziel für euch sein, einmal einen Handstand-Push-Up hinzubekommen. Das war jetzt mit dem, was ich euch zum Handstand-Push-Up sagen wollte. Ich hoffe, ich habe euch mit dem Video hier helfen können und ich wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung. Falls ihr noch Fragen oder Wünsche oder sonstiges habt, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Und falls ihr mehr Move-Tutorials zu verschiedenen Calisthenics-Übungen sehen wollt, dann schaut mal auf meinem Kanal vorbei, da gibt es noch vieles mehr. Ansonsten bedanke ich mich jetzt fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann!